Herr Christian, jetzt haben wir über Vorstudien gesprochen. Wir müssen natürlich auch einen Aspekt jetzt in unsere Vorstudien oder haben wir mit aufgenommen, was die SAP jetzt neu propagiert. Das ist nämlich die neue SAP-Architektur, nämlich mit dem neuen ERP Core, mit dem Thema Keep the Core Clean und der BTP, also auch die Teilung nach dem Motto Standardisierung so weit wie möglich auch im ERP und das, was kundenspezifisch ist oder was gekauft werden kann als Add-ons, das auf der BTP durchzuführen mit allen Neuerungen, allen neuen Features, die auf der BTP da sind. Ja, und die neuen Funktionalitäten oder die neue Architektur, die ist natürlich jetzt auch schon in unsere Vorstudien aufgegangen, dass wir den Kunden halt ganzheitlich beraten, nämlich auch zukunftsweisend, wie kann man sich mit SAP, mit der neuen Architektur jetzt besser aufstellen. Christian, wie ist deine Erfahrung damit? Ja, die Ergebnisse oder diese Möglichkeiten, die sich da auftun, das zeigt sich dann oft auch in den Ergebnissen der Vorstudien. Brownfield-Transformation ist vermeintlich der attraktivere Kandidat, ein kürzeres Projekt, ein kleineres Projekt. Aber wo bin ich nach der Brownfield-Transformation oder nach der System Conversion? Ich habe technologisch immer noch ein sehr, sehr ähnliches System. Auch meine ganzen Entwicklungen habe ich dann eben noch im Kern. Und SAP sagt, keep the core clean. Das heißt, eigentlich müssten diese Zusatzentwicklungen inzwischen in der SAP BTP als Technology-Plattform abgebildet werden und auch weitere Veränderungen, wie zum Beispiel der Einsatz von Cloud ALM anstelle von dem Solution Manager. Dann sollte der Kunde auch überlegen, ob er seine Geschäftsprozesse in Signavio modellieren möchte, beziehungsweise auch die Best Practices, die SAP schon bereitstellt, wie er die zukünftig nutzen möchte. Und wenn man sich dieses Gesamtpaket anschaut, käme da für den Kunden nach der Brownfield-Transformation kämen dann noch einige Folgeprojekte und das gilt es eben abzuwägen, ob das dann immer noch der attraktivere Kandidat ist oder ob der Kunde dann doch sich vielleicht für eine Neuinstallation oder für einen Greenfield-Ansatz entscheiden möchte. Ja, genau deshalb empfehlen wir auch Kunden, eine Vorstudie nochmal zu machen, gerade wenn der Kunde jetzt nicht an den aktuellsten Informationen dran ist oder die Informationen noch ein bisschen unklar sind, um da auch zukünftig die SAP-Strategie auch damit einbringen zu können und damit für den Kunden ein optimales Ergebnis aus einer Vorstudie zu ziehen. Wie sieht jetzt wirklich meine konkrete Roadmap aus? Wie kann ich meine eigenen Ressourcen da einbinden und was muss ich jetzt beachten, um in 5 Jahren eigentlich auf einem Zielsystem zu sein, das den heutigen Ansprüchen genügt. Danke, Ralf. Für Kunden, die sich für das Thema Vorstudie interessieren, haben wir auf unserer Webseite noch weitere Informationen zusammengestellt, die wir in dem Video verlinken werden.